Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, we said we're going to talk about why he needed to do that. Wir sagten, wir werden darüber sprechen, warum Paulus das tun musste. And I already mentioned it. Ich habe es bereits erwähnt. Look what he says in verse 5. Schau, was in Vers 5 sagt. Don't we have the right to travel accompanied by our believing wives and be supported as a couple, as do the other apostles such as Peter the Rock and the Lord's brother? Haben wir nicht das Recht, in Begleitung unserer gläubigen Frauen zu reisen und als Paar unterstützt zu werden, wie die anderen Apostel, wie Petrus der Fels und die Brüder des Herrn? Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Because, look again, Paul understood clearly Paulus war sich darüber im Klaren, that there were some people that were focused on Peter, but not on Paul in the same way. dass es einige Leute gab, die auf Petrus fokussiert waren, aber nicht in gleicher Weise auf Paulus. He already made it clear to them in chapter 3 that everything is about Jesus, not about Paul, not about Peter, not about anybody. Schon in Kapitel 3 hatte er ihnen klar gemacht, dass sich alles um Jesus dreht, nicht um Paulus, nicht um Petrus, nicht um irgendwen. But now he knew that he had to give them something from Jesus which they would never receive unless their attitude changes. Doch jetzt wusste er, dass er ihnen etwas von Jesus weitergeben musste, das sie niemals annehmen würden, wenn sich ihre Einstellung nicht ändert. So suddenly he realized and he said, hey, Peter, he can take his wife. James, he can take his wife, but I can't. Das wurde ihm plötzlich klar und er sagte, Petrus kann seine Frau mitnehmen, Jakobus kann seine Frau mitnehmen, aber ich kann das nicht. Of course we do, he says. Natürlich können wir das, sagt er. Or is it only Barnabas and I who have no right to stop working for our living? Oder haben nur Barnabas und ich kein Recht darauf, nicht mehr für unseren Lebensunterhalt arbeiten zu müssen? Look, Paul, who said that, worked more than Peter and James and all the other because he tells us. Paulus, der das sagte, hat mehr gearbeitet als Petrus und Jakobus und all die anderen, denn er erzählt es uns. Paul did work with his own hand in order to spread the gospel. Paulus hat mit seinen eigenen Händen gearbeitet, um das Evangelium zu verbreiten. Paul was making tents in order to support the people who served Jesus with him. Paulus machte Zelte, um die Leute zu unterstützen, die mit ihm zusammen Jesus dienten. So we can see that everything that Paul says is not about getting support, stopping working, traveling with our wives. That's not even the issue. Wir sehen, dass es bei allem, was Paulus sagt, nicht darum geht, Unterstützung zu bekommen, nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr mit ihren Frauen zu reisen. Darum geht es gar nicht. You know, we always have to learn to see what is behind the words that people say. Wir müssen immer lernen zu sehen, was hinter den Worten steht, die jemand sagt. Because if we read his words here can simply look like, oh, he wants to travel with his wife and he wants to get more money. Denn wenn du seine Worte liest, könntest du es so verstehen. Oh, er will mit seiner Frau reisen und er will mehr Geld bekommen. But that would so clearly go against everything that Paul taught in other letters and how he even lived his life. Das würde aber so klar gegen alles verstoßen, was Paulus in anderen Briefen lehrte und wie er selbst sein Leben lebte. So Paul is not talking about what it looks like in the obvious, but he's trying to establish his apostolic authority. Paulus spricht nicht darüber, wie es im Offensichtlichen aussieht, sondern er versucht, seine apostolische Autorität zu begründen. Do you know, even though this was in a specific context to a specific group of people written for a specific purpose, Auch wenn dies in einem bestimmten Kontext für eine bestimmte Gruppe von Menschen und zu einem bestimmten Zweck geschrieben wurde, I believe that we can learn from absolutely anything written in the Bible. glaube ich, dass wir von absolut allem lernen können, was in der Bibel steht. And I like that this is written here. Mir gefällt, dass es hier geschrieben steht. You know why I like it? Weißt du, warum es mir gefällt? Because I used this to establish a rule in Brazilian kids care. Weil ich es benutzt habe, um eine Regel in Brasilien Kids Care aufzustellen. That if husbands have to travel a lot because of their position, they have a right to take their wives with them. Wenn Ehemänner aufgrund ihrer Position viel reisen müssen, haben sie das Recht, ihre Frauen mitzunehmen. But look, Paul is telling them in verse 6 Paulus sagt den Korinthern in Vers 6, that
he and Barnabas seem to be different than the others. dass er und Barnabas anders zu sein scheinen als die anderen. And it seemed also that they treated him and Barnabas different than the others. Es scheint auch, dass sie ihn und Barnabas anders behandelten als die anderen. It's interesting that it mentions Barnabas there, Es ist interessant, dass hier Barnabas erwähnt wird, who obviously was very, very close to the heart of Paul. der Paulus offensichtlich sehr am Herzen lag. And yet it is the very guy with whom he had such a strong argument that he stopped working together. Und doch ist es genau der Mann, mit dem er einen so heftigen Streit hatte, dass sie nicht mehr zusammenarbeiteten. You see, the Bible doesn't make a mistake that relationships fall apart. Die Bibel verschweigt nicht, dass Beziehungen zerbrechen. I really like how the Bible shows the human errors in serving God. Ich mag es wirklich sehr, wie die Bibel die menschlichen Fehler im Dienst für Gott aufzeigt. I just like how the Bible is a book that shows real life in everyday life. Mir gefällt einfach, dass die Bibel ein Buch ist, das das wirkliche Leben im Alltag zeigt. And Paul is not trying to bring some great spiritual truth here to these people. Paulus versucht hier nicht, diesen Menschen eine große geistliche Wahrheit zu vermitteln, He's showing spiritual truth in a very natural way so that everybody can understand it. sondern er zeigt die geistliche Wahrheit auf eine ganz natürliche Art und Weise, so dass sie jeder verstehen kann. Many of us need to learn to live more like that. Viele von uns müssen lernen, mehr auf diese Weise zu leben. As Daniel said, if Christians would live more by common sense, life would be better. Wie Daniel sagt, wenn die Christen mehr nach dem gesunden Menschenverstand leben würden, wäre das Leben besser. You know, it was a very obvious thing and common sense showed that they had treated Paul differently than the others. Es war eine sehr offensichtliche Sache und der gesunde Menschenverstand zeigte, dass sie Paulus anders behandelt hatten als die anderen. Now I want to make a last point here. Nun möchte ich eine letzte Bemerkung machen. Do you accept some ministers of Jesus and others not? Akzeptierst du einige Diener von Jesus und andere nicht? That's what they did there. Genau das haben sie in Korinth gemacht. You know, once we open our heart that Jesus can use anyone who he wants to, we can also receive from anyone. Wenn wir unser Herz dafür öffnen, dass Jesus jeden gebrauchen kann, den er will, können wir auch von jedem empfangen. Once I learned that and changed my attitude, Als ich das gelernt und meine Einstellung geändert habe, I received from all sorts of unlikely people a true message from God. habe ich von allen nur denkbaren Menschen eine wahre Botschaft von Gott erhalten, Even from children. sogar von Kindern. So let's accept everybody who the Lord sends. Lass uns daher jeden annehmen, den der Herr schickt. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.